Diese 4 Buchstaben beherrschen die Fußball-WM: FIFA. Was verbinden die Menschen in Frankfurt mit den 4 Lettern? Das ist eigentlich nicht jugendfrei, was mir dazu einfällt. So Schande, Scham, Scheiße. Schon ein korrupter Haufen. Korrupt, sehr korrupt, muss man sagen. Also das ist total wie eine Diktatur, darf man fast gar nicht sagen, aber ist so. Sehr politisch geworden. Ich würde mir wünschen, dass es sehr sportlich bleibt. Absolute Chaos, absolute Katastrophe. Also man kann es echt nicht glauben, dass so ein Verband in dieser Art und Weise agiert. Gegen den Oman hat Manuel Neuer die One Love-Binde an. Da hat es die FIFA noch nicht gestört. Bei der WM in Katar verbietet der Weltfußballverband diese Kapitänsbinden unter Strafandrohung. Alle 7 betroffenen europäischen Teams, darunter die DFB 11, geben nach. Und dann muss die belgische Nationalmannschaft auch noch den Schriftzug Love am Trikotkragen überkleben. Wir sprechen mit WDR-Sportredakteur Jochen Leufgens. Er beschäftigt sich seit 2010 intensiv mit der FIFA, ist Co-Autor der 4-teiligen Doku Katar, WM der Schande. Jetzt haben wir eine FIFA unter Gianni Infantino, die einfach ihr eigenes Ding durchzieht. Menschenrechte scheinen völlig egal zu sein, Moral scheint völlig egal zu sein. Gianni Infantino hat vor ein paar Jahren mal diesen wunderschönen Satz auf einer Pressekonferenz gesagt. Der ging ungefähr so: Jeder reist doch gerne um die Welt und verdient viel Geld. Und das scheint das Mantra der FIFA zu sein. Und Menschenrechte und alles, was irgendwie diese viel zitierten Werte des Fußballs sind, scheinen der FIFA völlig egal zu sein. The world Gianni Infantino, der Chef der FIFA. 2016 folgte er auf den umstrittenen und mehrfach unter Korruptionsverdacht stehenden Sepp Blatter. Die WM in Katar, Infantinos aktuelles Prunkstück. Er hat seinen Wohnsitz mittlerweile privat nach Doha verlegt. Er steht 1:1 an der Seite der Kataris. Es geht ihm kein Wort der Kritik über die Lippen. Er hat sich an diesen Gastgeber gefesselt. Er sagt, es wird die größte Show aller Zeiten und das muss er massiv verteidigen. Ich glaube nur, wenn wir nur auf die FIFA dabei schauen, greift die Kritik viel zu kurz. Der DFB spielt gerade eine erbärmliche Rolle in diesem Spiel. Etwas zu fordern oder auch nur aufzutreten mit einer One Love Binde, die ja noch nicht mal die Regenbogenbinde ist, und dann aber beim ersten Gegenwind umzukippen, das ist kein Protest. Protest gibt es nur dann, wenn auch Konsequenzen gezogen werden. Und immer wieder schwebt der Vorwurf der Korruption über der FIFA. Wie korrupt ist die FIFA? Wo findet denn die WM gerade statt? Wo fand sie vor 4 Jahren statt? Es gibt aktuell Verfahren gegen die FIFA in den USA. Da steht in den Strafverfolgerunterlagen steht drin, dass es klare Hinweise zur Korruption gab bei der WM-Vergabe. Sepp Blatter, der ehemalige FIFA-Präsident, hat immer gesagt, die FIFA ist doch nicht korrupt, sie ist eine Organisation. Ja gut, aber die Menschen ganz offensichtlich in der FIFA, die die Weltmeisterschaften vergeben haben, waren der Korruption ganz offensichtlich nicht komplett abgeneigt. Rückblick 2010. Schon die Vergabe der WM 2018 nach Russland und 2022 nach Katar gleicht einem Skandal. Länder, die es mit Menschenrechten nicht so haben. Und jetzt schlägt die FIFA mit Bindenverbot und Zensur von Trikots um sich und demonstriert ihre Macht. Natürlich ist es die FIFA, die hier mit obskuren Sanktionen irgendwie droht, die eigentlich gar nicht im Regelwerk irgendwie einen Widerhall finden. Also sie tut hier etwas, was eigentlich gegen ihre eigenen Regeln zu sein scheint. Denen aber alleine den schwarzen Peter zuzuschieben, ist zu kurz gegriffen. Dahinter stehen die Kataris, die diese WM auf dieser Weltbühne um jeden Preis verteidigen müssen. Dazu die FIFA und Gianni Infantino zuallererst ganz offensichtlich im Boot haben, mit welchen Mitteln auch immer. Aber es gehören auch die dazu, die dieses dreckige Spiel mit sich spielen lassen. Und da ist auch der DFB zu nennen. Die Macht der 4 Buchstaben ist groß, aber nicht unendlich. Es müsste sich allerdings Grundlegendes ändern, um die FIFA von ihrem Thron zu stoßen. Die FIFA ist der Besitzer der Fußball-Weltmeisterschaft. Und solange es dort nicht irgendwie ein Konkurrenzprodukt gibt oder nicht wirklich mal Druck gemacht wird von führenden Fußballnationen, die sagen, an eurem Produkt, das einen massiven Korruptionsvorwurf hat, das sich nicht um Menschenrechte schert, denen eigentlich die Fans, machen wir uns nichts vor, bei dieser WM auch egal sind, daran möchten wir nicht mehr teilhaben. Solange das nicht passiert, solange dieser Druck nicht da ist, ja, kann sich die FIFA, glaube ich, eine ganze Menge erlauben. Vielleicht wachen so viele Fans mittlerweile auf und sagen, nee, wir wollen wirklich nicht, dass es zu einem Umdenken kommen könnte.
FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Der Name an sich klingt schön. Die jüngsten Entscheidungen des Weltfußballverbandes sind es mal wieder nicht.